In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie qualitativ hochwertige Untertitel auf YouTube erstellen können, die für die Zuschauer einfach und angenehm mitzulesen sind. Natürlich ist der von mir hier vorgestellte Weg nicht der einzige, sondern nur einer von vielen. Wenn Sie also einen anderen Weg kennen, der zeiteffizienter ist, ohne dabei Qualität einbüßen zu müssen, dann lassen Sie mich das gerne wissen, zum Beispiel in den Kommentaren oder über eine Direktnachricht. Dieses Video ist Teil der Playlist Freiheit durch Untertitel, Link unten in der Beschreibung. Worum geht es in dieser Playlist? Mein Ziel ist es, in koordinierter Teamarbeit so viele gute Videos wie nur irgend möglich mit Ausrichtung auf den Islam mit englischen und deutschen Untertiteln zu versehen. Hier gibt es im englischsprachigen Raum sehr viele Akteure, die sich tief in die Materie eingearbeitet haben. Und davon soll natürlich auch der deutschsprachige Raum profitieren. Zu Demonstrationszwecken habe ich für dieses Video ein Beispiel rausgesucht, das sich kurz und knapp mit einigen populären Dauerskripten beschäftigt. Also Skripte voll mit Lügen und Halbwahrheiten, die häufig von Muslimen verwendet werden, um ignorante Menschen zum Konvertieren zum Islam zu bewegen. An diesem Beispiel werde ich Ihnen 3 Hauptkriterien aufzeigen, die zu beachten sind, um qualitativ hochwertige Untertitel zu erstellen. Die 3 Kriterien sind erstens Content, also der Inhalt. Der Text der Untertitel sollte natürlich dementsprechend, was gesagt wird. Zweitens Amount, also die Menge an Text je Untertitelsegment. Nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig. Und drittens Synchronisation. Also Audio und Untertitel sollten zeitlich synchron und nicht versetzt sein. Fangen wir also mit dem ersten Kriterium an, Content/Inhalt. Ich teile zu diesem Zweck hier meinen Bildschirm. Es ist natürlich selbstredend, dass Sie hier einen PC mit Internetanbindung und einen YouTube-Account benötigen. Sie sehen also von sich aus ein wertvolles Video. Oder Sie sehen ein Video in der Liste bei mir auf der Website, in dem Sie sich in Bezug auf Untertitel beteiligen möchten. Der erste Schritt wäre, Sie kopieren den Link des Videos. Das können Sie ganz einfach hier über diese Schaltfläche Teilen machen. Fügen diesen kopierten Link dann ein, zum Beispiel bei 4K Video Downloader, und laden das Video herunter. Nachdem Sie es heruntergeladen haben, laden Sie es auf Ihrem eigenen Kanal hoch und setzen es auf Nicht gelistet. Nicht gelistet. Somit können erstmal nur Sie dieses Video auf Ihrem Kanal sehen, beziehungsweise jeder, dem Sie den Link zur Verfügung stellen. Dieses Detail wird dann auch später noch wichtig werden, wenn es zu Qualitätssicherungszwecken darum geht, das 4-Augen-Prinzip anzuwenden. Nach dem Hochladen finden Sie das Video hier unter YouTube Studio und dann unter Inhalte. Hier können Sie den Titel ändern, das Thumbnail, die Beschreibung etc. Wichtiger ist aber natürlich für unsere Zwecke die Registerkarte Untertitel. Wer hätte das gedacht? Dankenswerterweise erstellt YouTube automatisch Untertitel für die im Video gesprochene Sprache. Einfach das Video auswählen, dann auf das Stiftsymbol, also bearbeiten. Und hier sehen Sie dann das automatisch generierte Transkript bzw. die Untertitel. Je nachdem, wie lang das Video ist, kann dieses automatische Erstellen länger oder kürzer dauern. Hier braucht es also manchmal ein wenig Geduld. Die automatischen Untertitel kopieren Sie dann mit STRG+C, STRG+V in ein Textverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl. Das kann zum Beispiel Microsoft Word sein oder ähnliches. Ich nutze hierfür Google Docs, zumal ich dann an meinem Laptop und auch unterwegs am Handy bequem daran arbeiten kann. Jetzt geht es daran, die automatisch generierten Untertitel zu bereinigen. YouTube hat hier in den letzten Jahren deutlich Fortschritte gemacht, aber es braucht nach wie vor Korrekturen bei Zeichensetzung, also Punkt, Komma etc., seltenen Fachbegriffen und eingebauten Satzteilen aus einer anderen Sprache. Insbesondere bei Namen und Fachbegriffen muss hier teilweise ein wenig recherchiert werden, damit die richtig geschrieben werden. Hier in diesem Beispielvideo von David Wood kommt zum Beispiel der Name Dhul Qarnayn vor, von dem im Koran berichtet wird.
Oder ein anderes Beispiel, der Begriff Harakat wird erwähnt, bei dem es sich um die Vokalisation der arabischen Konsonantenschrift handelt. Hier ist es wichtig herauszufinden, von wem bzw. was hier gesprochen wird und wie das entsprechende Wort geschrieben wird. Des Weiteren, Passagen aus dem Koran, der Bibel oder den Hadithen kopiere ich immer von Online-Quellen wie zum Beispiel Bible.com, Koran.com oder Sunnah.com. Das Gute daran ist unter anderem, wenn diese Quellen einmal rausgesucht sind, ist es ein leichtes, die Links, also die URLs der Quellen, auch später im Beschreibungsfeld anzuführen. Das macht es dann für die Zuschauer sehr einfach nachzuforschen, ob das Zitierte wirklich dort steht und ob es im Kontext zitiert wurde. Ja, also Recherche ist ein wichtiger Teil von diesem Prozessschritt des inhaltlichen Korrigierens der automatisch generierten Untertitel. Wenn der Text dann soweit bereinigt ist, kann man diesen wieder 1:1 bei YouTube einfügen, wieder STRG+C, STRG+V. YouTube übernimmt dann dankenswerterweise in wenigen Sekunden alles weitere für Sie. Sprich, Sie brauchen hier nicht anpassen, wie viel Text auf einmal angezeigt wird. Sie brauchen auch nicht zu synchronisieren, sprich anpassen, wann der Text auf dem Bildschirm erscheint. YouTube macht das ganz automatisch. Die Qualität ist aber natürlich nicht so gut, wie sie sein könnte. Es gibt Zeilenumbrüche, die unglücklich gesetzt werden, wie zum Beispiel hier in diesem Beispiel. Not so fast. There are two main reasons you should slow down and think about this a bit more carefully. First, according to the Quran, you can only submit to Allah by fully submitting to all of the decisions of Muhammad. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Hier wäre es natürlich deutlich sinnvoller gewesen, den Sprung auf das nächste Untertitelsegment vor dem Wort first zu machen, da dieses Wort zum nächsten Satz gehört und weil hier die natürliche Unterbrechung der Sprache durch das Luftholen des Sprechers stattfindet. Ja, also das ist ein Nachteil. Wenn man das YouTube automatisch machen lässt, ist die Qualität nicht so gut, wie sie sein könnte. Aber wissend, dass die Sprache der Untertitel dieselbe ist wie die gesprochene Sprache, kann ich mit diesen Abstrichen leben. Wenn es dann aber darum geht, dass eine andere Sprache gesprochen wird als die Sprache der Untertitel, also in unserem Fall gesprochen wird Englisch, die Untertitel aber sind für den deutschsprachigen Raum Deutsch, dann ist das für mich nicht mehr ausreichend. Es ist schon so anstrengend genug, ein Video in einer anderen Sprache zu schauen und Untertitel nutzen zu müssen. Es wird noch sehr viel anstrengender, wenn die Untertitel dann auch noch von nicht optimaler Qualität sind. Entsprechend nutze ich nicht die automatische Übersetzungsfunktion, die YouTube hier bereitstellt, sondern ich nehme den bereinigten Fließtext und übersetze diesen erstmal auf DeepL.com. Es kann hier natürlich jedes andere Übersetzungstool benutzt werden. Meiner Meinung nach macht DeepL hier einfach einen sehr guten Job und deswegen verwende ich dieses Tool. Dieser wiederum automatisch übersetzte Fließtext muss ebenfalls kontrolliert werden auf den Inhalt. Man könnte dies natürlich als einen separaten Arbeitsschritt vorschalten, also den gesamten übersetzten Fließtext erstmal komplett korrigieren. Ich für meinen Teil mache das direkt auf YouTube, während ich den Text Segment für Segment einfüge und das Timing erstmal grob anpasse. Das heißt, ich nehme das Dokument und übertrage dann Satz für Satz in die Timing-Maske. Der Vorteil davon ist, dass man so sehr flexibel und direkt reagieren kann. Eine Sache ist zum Beispiel die Satzstellung. Hier gibt es zwischen dem Englischen und dem Deutschen öfters mal deutliche Unterschiede. Und es wäre natürlich schön, wenn je Segment genau die Worte abgebildet werden, die auch gesprochen werden und nicht ein Segment früher oder ein Segment später. Oberstes Ziel muss hier aber nach wie vor die Verständlichkeit für die Zuschauer bleiben. Somit braucht es eine gewisse Flexibilität. Und diese Flexibilität hat man nur, wenn man sich nebenher den gesprochenen Text in der Originalsprache anhört. Entsprechend meine Empfehlung: Satz für Satz einfügen und, wenn nötig, Anpassungen durchführen.
Hier kommt jetzt das zweite Qualitätskriterium mit ins Spiel, Amount. Also wie viel Text packe ich in ein Untertitelsegment? Denn es ist natürlich ein Balanceakt. Zu wenig Text pro Segment bedeutet viele Segmente, die schnell aufeinander folgen, was anstrengend sein kann für den Zuschauer. Hier ein Beispiel. So, while the word Islam does mean submission, it's really the religion of submission to a man, because according to the Quran, you can only submit to Allah by submitting to Muhammad. Who was Muhammad? He was an illiterate 7th century Arabian caravan robber and warlord. Auf der anderen Seite bedeutet zu viel Text, dass man von dem Video nicht mehr allzu viel sieht. Hier dasselbe Beispiel mit dem anderen Extrem. So, while the word Islam does mean submission, it's really the religion of submission to a man, because according to the Quran, you can only submit to Allah by submitting to Muhammad. Who was Muhammad? He was an illiterate 7th century Arabian caravan robber and warlord. Entsprechend richte ich mich hierbei an dem aus, was YouTube bei den automatisch generierten Untertiteln ansetzt. Maximal 2 Zeilen, was natürlich bedeutet, dass je Untertitelsegment nur eine begrenzte Anzahl an Buchstaben und Satzzeichen zur Verfügung steht. Wenn zu viele Satzzeichen verwendet werden, läuft der Text über in eine 3. oder sogar eine 4. Zeile, was wir nicht wollen. Entsprechend sollte man sich einen Marker setzen in dem Dokument, in dem man arbeitet. Ich weiß zum Beispiel bei Google Docs, dass ich mit Schriftart Arial und Schriftgröße 11 unter 4 Inches, das sind ungefähr 10 cm, bleiben muss, damit ich sauber auf 2 Zeilen komme. Der optimale Zielwert wäre hier 2 bis 3 Inches, also 5 bis 8 cm. Auch hier braucht es ein wenig Flexibilität, da sich manche Sätze nicht so schön aufspalten lassen, wie man das gerne hätte. Hauptsache ist, es bleibt bei maximal 2 Zeilen und der Inhalt bleibt verständlich und erhalten. Kommen wir zum dritten Qualitätskriterium, der Synchronisation. Während wir also nun den übersetzten Fließtext in kleinere Häppchen aufspalten und in der Timing-Bearbeiten-Maske Stück für Stück einfügen, sehen wir unten in der Maske eine grafische Darstellung der Audiospur. Diese grafische Darstellung hilft ungemein dabei, zum einen den gesprochenen Text aufzuspalten und zum anderen sinnvoll zu synchronisieren. Optimal ist es natürlich, wenn der Übergang von einem Untertitelsegment zum anderen bei natürlichen Sprachunterbrechungen stattfindet, zum Beispiel wenn der Sprecher Luft holt oder bewusst eine Pause macht. Diese Sprachunterbrechungen sind schon vorab deutlich zu erkennen an den leeren Stellen der grafischen Darstellung der Audiospur. Das heißt, wir hören einen Satz so weit, bis eine natürliche und gute Position kommt für einen Segmentsprung, pausieren das Video, entweder per Mausklick oder per Leertaste, gehen hier seitlich bei der Segmentauflistung auf Plus, also auf Einfügen. Ein neues Untertitelsegment wird eingefügt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video pausiert haben. Und dann können wir mit STRG-C, STRG-V aus unserem Textdokument die 1 oder 2 Zeilen in die Maske einfügen. In diesem sich wiederholenden Arbeitsprozess ist natürlich eine Tastenkombination Gold wert, Alt plus Tab. Alt plus Tab. Damit springen Sie zwischen 2 Fenstern hin und her, also zwischen YouTube und Ihrem Textdokument. Im ersten Durchlauf mache ich das Timing wirklich nur grob. In einem darauffolgenden zweiten Durchlauf, in dem ich mich dann nur noch auf das Timing konzentrieren muss und nicht mehr auf die Aufteilung des Textes, kommt dann der Feinschliff. Hier ist allgemein wichtig, dass der Text zeitig auf dem Bildschirm erscheint und nicht zu spät. Es gibt Untertitel da draußen auf YouTube, wo der Text über eine Sekunde zu spät auf dem Bildschirm erscheint. Ungemein anstrengend für den Zuschauer und somit sollte das unbedingt vermieden werden. Lieber etwas früher, damit der Leser genug Zeit hat, sich auf das Gesprochene einzustellen. All diese zeitlichen Anpassungen von Beginn und Ende der Untertitelsegmente findet hier unten über das Ziehen an diesen Boxen statt.
Wenn man ganz genau sein möchte, kann man hier links bei der Segmentauflistung nicht nur die Minuten und Sekunden, sondern auch die Frames einstellen. Natürlich kann es sein, dass einem in diesem Prozessschritt noch Fehler im Text auffallen. Hier sehen Sie beispielsweise, dass ich einmal vergessen habe, das automatisch übersetzte Du mit einem Sie zu ersetzen, also mit der Höflichkeitsform. Solche Fehler können hier natürlich auch noch ausgemerzt werden. Wichtig, zwischendurch immer mal wieder auf Entwurf speichern gehen, damit zum Beispiel beim Verlust der Internetverbindung nicht größere Teile der investierten Arbeit verloren gehen. Zum Schluss noch auf Veröffentlichen und, das ist, denke ich mal, einer der wichtigsten Schritte, das Video final mit einer anderen Person aus dem Team teilen, die sich das Video zusammen mit den Untertiteln anschaut und entsprechend dann Korrekturen vorschlagen kann. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mit der Zeit wird man für seine eigenen Fehler blind. Und ich bin ungemein dankbar für die Hilfe meiner Frau. Das ist also ganz grob der Arbeitsprozess. Noch ein paar allgemeine Empfehlungen von meiner Seite. Erstens, wenn Sie mit Kopfhörern arbeiten, arbeiten Sie nicht mit Bluetooth-Kopfhörern während der Synchronisation. Es gibt da meiner Erfahrung nach einen gewissen Delay, also eine gewisse Verzögerung zwischen dem Video und dem Audio. Und zweitens, ungemein wichtig, regelmäßig Pausen machen. Ich mache es mir beispielsweise zum Ziel, nicht länger als 1 Stunde an Untertiteln zu arbeiten, bevor ich eine Pause mache. Das beugt der merklich abfallenden Aufmerksamkeit über längere Zeitspannen vor. Zum zeitlichen Aufwand. Das Erstellen der Untertitel für dieses 13 Minuten und 27 Sekunden lange Video hat insgesamt 7 Stunden gedauert. Nur damit Sie grob abschätzen können, was da an Arbeitsaufwand für Sie mit verbunden sein könnte, für den Fall, dass Sie in Zukunft mit mir im Kontext von Freiheit durch Untertitel zusammenarbeiten möchten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es dann weiter? Was geschieht mit diesen erstellten Untertiteln? Falls Sie dieses Video einfach nur als Tutorial für Ihre eigenen Videos gesehen haben, können Sie jetzt gerne abschalten. Alles Gute und Gottes Segen wünsche ich Ihnen. Wenn Sie Untertitel erstellen wollen für Videos, die Sie nicht selbst erstellt haben, dann sollte natürlich dafür Sorge getragen werden, dass die Ersteller des Videos auch entsprechend für deren Mühen honoriert werden. Meine Vorgehensweise ist hier folgende. Ich schreibe in den ersten Satz der Beschreibungsbox den Link, also die URL zum Originalvideo. Entsprechend ist dann sofort auf den Urheber und auf dessen Kanal verwiesen. Des Weiteren versuche ich, Kontakt mit dem Urheber aufzunehmen und diesem die Untertitel zur Verfügung zu stellen, sowohl die englischen als auch die deutschen. Wenn der Urheber einwilligt, die Untertitel unter dem Originalvideo zu veröffentlichen, dann schicke ich dem Urheber entsprechend die SBV-Files zu, die jeweils hier unter den 3 Punkten, dann herunterladen und dann .sbv verfügbar sind. Ich denke, damit ist das Wichtigste gesagt zum Thema Untertitel erstellen, zumindest zu der Methode, die sich bei mir über die Jahre eingeschliffen hat. Noch einmal die Info, wenn Sie Interesse haben, hier mit mir zusammenzuarbeiten, um den deutschsprachigen Raum mit wirklich guten Videos zu segnen in Bezug auf Apologetik, Polemik mit Ausrichtung Islam, kontaktieren Sie mich gerne und wir können dann alle weiteren eventuell noch aufkommenden Fragen klären. Auch Ihnen alles erdenklich Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann weitergeht mit meiner IMF-Serie über das Leben von Mohammed.